Der Schneemann, der nicht schmelzen wollte. Es war der kälteste Winter seit Menschengedenken, und das kleine Dorf lag unter einer dicken Schneedecke, die alles wie ein glitzerndes Märchenland wecken ließ. Die Kinder des Dorfes liebten diesen Winter. Sie tobten draußen im Schnee, bauten Burgen, rodelten auf den Hügeln und hatten Spaß wie nie zuvor. Eines Morgens, nachdem in der Nacht besonders viel Schnee gefallen war, beschlossen die Kinder, den größten Schneemann zu bauen, den sie je gesehen hatten. Sie trafen sich auf dem Marktplatz, wo der Schnee besonders hoch lag, und begannen, riesige Schneekugeln zu rollen. »Er soll riesengroß werden«, rief Jonas, der älteste Junge in der Gruppe. »Und er braucht eine richtige Karottennase«, fügte Lisa hinzu, die ihre Karotte aus dem Mittagessen dafür geopfert hatte. Die Kinder arbeiteten stundenlang, schichteten die großen Kugeln aufeinander, formten Arme aus Ästen und befestigten schwarze Kohlenstücke aus Augen und Knöpfe. Schließlich legten sie ihm noch einen roten Schal um, den Marie aus ihrem Schrank mitgebracht hatte. »Jetzt sieht er perfekt aus«, rief sie begeistert. »Wie sollen wir ihn nennen?«, fragte Paul, der den Mund aus kleinen Steinen gelegt hatte. Nach kurzer Überlegung entschieden sich die Kinder einstimmig Frosty. Den ganzen Tag spielten die Kinder um Frosty herum, erzählten Geschichten und sangen Lieder. Doch als die Sonne unterging, wurden sie von ihren Eltern nach Hause gerufen. »Morgen kommen wir wieder, Frosty«, versprach Lisa. In der Nacht, als der Mond über dem Dorf schien und die Sterne wie Diamanten funkelten, geschah etwas Unglaubliches. Eine kalte Brise wehte über den Marktplatz und plötzlich bewegte sich Frosty. Seine Kohleaugen blinzelten und er blickte erstaunt um sich. »Was für ein schöner Ort«, murmelte er. Dann sah er seine Arme an, drehte sich einmal um sich selbst und lachte. »Ich bin lebendig, aber warum sollte ich hier stehen bleiben? Ich will die Welt sehen.« Am nächsten Morgen kamen die Kinder zurück und staunten nicht schlecht, als sie Frosty nicht an seinem Platz fanden. Stattdessen sahen sie Fußspuren, die über den Marktplatz führten. »Wo ist der hin?«, fragte Jonas. Gemeinsam folgten sie den Spuren, die zu einem kleinen Hügel führten. Und dort saß Frosty, mitten im Schnee, mit einem breiten Lächeln im Gesicht. »Frosty, du kannst laufen?«, fragte Marie ungläubig. Frosty lachte. »Na, natürlich kann ich das. Aber ich habe noch nie die Welt gesehen. Könnt ihr mir zeigen, was es hier gibt?« Die Kinder waren begeistert. »Komm mit uns«, rief Lisa. Den ganzen Tag verbrachten die Kinder mit Frosty. Sie brachten ihm das Rodeln bei, ließen ihn Schneebälle werfen, auch wenn er ein ziemlicher Tollpatsch war, und zeigten ihm den Wald, wo er zum ersten Mal Tiere sah. Frosty war von allem begeistert und er wollte alles ausprobieren. Am Abend, als die Kinder müde wurden und Frosty sie zurück zum Marktplatz begleitete, wurde er plötzlich nachdenklich. »Was passiert, wenn der Frühling kommt?«, fragte er leise. »Werde ich dann schmelzen?« Die Kinder schauten sich betroffen an. Sie hatten nicht daran gedacht, dass Frosty nicht für immer bleiben konnte. »Wir werden dich retten«, rief Jonas entschlossen. Am nächsten Tag kamen die Kinder mit einer Idee zurück. Sie sammelten Schnee und türmten diesen Schnee in einer kühlen Höhle auf. Dann holten sie Frosty und brachten ihn in diese kühle Höhle, die tief in einem Hügel versteckt war. »Hier wirst du sicher sein, Frosty«, erklärte Paul. »Wenn der Frühling kommt, wirst du nicht schmelzen. Und wenn der nächste Winter beginnt, kommen wir zurück, um dich zu wecken.« Frosty war gerührt. »Ihr seid die besten Freunde, die man sich wünschen kann«, sagte er mit einem breiten Lächeln. »Ich werde hier warten, aber nur, wenn ihr mir versprecht, jedes Jahr wiederzukommen.« Die Kinder versprachen es ihm, und so zog Frosty in die kühle Höhle, wo er sicher vor der Wärme war. Jedes Jahr, wenn der erste Schnee fiel, kehrten die Kinder zurück, um Frosty zu wecken. Sie erlebten mit ihm neue Abenteuer, erzählten ihm von allem, was im Sommer passiert war, und lachten über seine Geschichten. Frosty wurde ein fester Bestandteil ihres Lebens, und auch als die Kinder älter wurden, vergaßen sie ihn nicht. Sie erzählten ihren eigenen Kindern von Frosty, und so blieb er über viele Winter hinweg ein Symbol für Freundschaft, Abenteuer und die Magie des Winters.
Eines Tages, viele Jahre später, als Jonas selbst mit seinen Enkelkindern im Schnee spielte, erinnerte er sich an Frosty. Er erzählte ihnen von dem Schneemann, der nicht schmelzen wollte, und von all den Abenteuern, die sie mit ihm erlebt hatten. Die Enkelkinder lachten und beschlossen, ihren eigenen Frosty zu bauen. Und wer weiß, vielleicht lebt die Magie des ersten Frosty weiter in jedem Schneemann, den Kinder bauen, in jedem Lachen, das durch den Winterwind weht, und in jeder Freundschaft, die durch den Zauber des Schnees entsteht.